Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Cryptoanarchist. Wir gehen auch direkt rein, gucken uns erstmal den Chart an von XRP heute. Wo stehen wir? Bei 58 Cent ungefähr. Waren gerade auch schon mal auf 59 Cent. Die 60er-Barriere wurde heute noch nicht durchbrochen. Aber wir werden mal sehen, was noch passiert. Der erste Tweet kommt von einem Hedgefonds-Manager, der mal so ein bisschen seine Price Prediction über XRP abgibt. XRP meine ich natürlich. Where do you feel that XRP, just based on your honest opinion, is going to hit, say, a month after regulation? Yeah. So we believe that the last domino to fall on regulation right now is the SEC lawsuit, and that could be resolved in a variety of ways, but it could also be resolved in regulation coming in over the top. We know it's imminent though, right? So when I say imminent, I would be surprised if a quarter from now we're really still embroiled in the SEC lawsuit, because I think the state of affairs throughout the world is such that we're going to need a solution like an XRP for liquidity purposes sooner rather than later. So the question is then, okay, we've magically resolved it. Where does the price go? It's easy to project that it's a double-digit number. So I think it immediately shoots up to a $10, potentially $20. The wild card to me is that there is actually a deal to be done among the central banks and governments to basically have XRP work as the world's bridge currency, a neutral asset that can be traded between the central banks to move a specific type of fiat to another type of fiat. If that's what occurs, it's back to what we were discussing earlier. It's got to cover kind of all the money. And I think you're looking at a range that XRP would settle on agreement. So this would happen instantaneously, somewhere between $10,000 and $35,000 a coin. And our lives will be, maybe the same, maybe different. I don't know. Probably a little different. Ja, das hört sich auf jeden Fall krass an. Ich sag mal, Minimumpreis 10.000 bis 35.000 Dollar. Ich denke mal, da können sich einige von uns ein Lambo mindestens leisten. Als nächstes geht es noch hier um Bitcoin und Elon Musk. In the case of Bitcoin, it doesn't have any income, it doesn't have any use, it doesn't have any utility. So what's the value of it based on what? Based on no intrinsic value and purely a speculative bubble. That's why I argue that Bitcoin, like all the other shitcoins, are worth zero. Actually negative given the hogging of energy and their mental cost. If there was a carbon tax on crypto, the value of these assets will be negative. So what's the fundamental value? What's the use? What's the utility that justifies the capital gain? None. It's a speculative bubble that is based on pump and dump, spoofing, wash trading, and manipulation by Tether. There's a total scam. So for institutional investors saying we're going to invest into crypto doesn't make any sense. You have a failing company that had a flat stock market like MicroStrategy for a decade, and its head was a coke addict, decided then to bet the entire house on Bitcoin. That's irresponsible behavior. And there's not going to be any corporate head who's going to put his cash, as you pointed out clearly, into something that is so volatile. You put your cash in something that's stable. And for somebody like Elon Musk, who knows that there's a market impact to manipulate, first take an individual position into Bitcoin, pump the price up, and then say that Tesla has invested and Tesla doesn't make money yet, it's also irresponsible and it's market manipulation. The SEC should be looking to people that have a market impact, that manipulate the price of assets. That's also criminal behavior. Criminal behavior. Okay. The SEC should be looking into that. Come on, it's a totally criminal enterprise. Tether is a criminal enterprise, and a bunch of whales and insiders are manipulating the price of Bitcoin and other shitcoins day in, day out. That's a fact. Leute, da habt ihr es gehört, auf jeden Fall. Truth von diesem Ehrenmann hier. Die anderen lachen zwar, aber er hat einfach recht. Dann im nächsten Tweet sehen wir einmal hier das ganze Geld, was Tether geprintet hat, beziehungsweise die Tether, die neu hergestellt wurden. Ich glaube, so viel wie noch nie vorher insgesamt. Und damit wird natürlich auch Bitcoin sehr hoch gepumpt. Wir werden am 21. sehen, wie der
wie die Gerichtsverhandlung da ausgeht zwischen Tether und der SEC. Und wenn es dann zu einem Verbot von Tether kommen sollte, dann werden wir auf jeden Fall einen Absturz des Bitcoin-Preises sehen. Und das wird natürlich auch viele andere Kryptos mit runterreißen. Und dann als nächstes David Schwartz, wie er sich freut, aber noch nichts sagen darf, weil es so heftig ist, was da kommt. God, I really wish I could answer that, but I'm under a non-disclosure agreement with PolySign, and and because they're in stealth mode right now, I don't know what I'm allowed to tell you. I can tell you that they're in the custody business, and of course I can tell you that they're doing it like an amazing way that, you know, Arthur and I are behind this, we're the lead guys on the technology, and obviously like we're doing it, we think we're doing it right, but unfortunately, I don't know what. I really wish I could tell you because it's so freaking cool. I'm busting with wanting to tell people what we did, and they're like, oh no, we're still in stealth mode, it's still non-disclosure. So unfortunately, I cannot answer that question, but I feel really bad about it. Habt ihr es gehört? Alles noch im Stealth-Mode, alles noch undercover. Dann der Tweet von Elon Musk am 11. Februar. One coin to rule them all. Die Referenz hier auf Herr der Ringe. Natürlich wird hier damit gespielt, dass man denkt, Bitcoin ist der gemeinte Coin, aber was sehen wir hier oben? XRP. Das ist einmal noch der ganze Tweet hier. Frodo was the Underdog. Natürlich hier denkt man dann wieder Dogecoin, aber Dogecoin hat keine richtige Utility oder sowas. Der Preis, das ist alles nur ein Joke. Wenn man da mitspielt, wenn man damit gambelt, so kann man noch gute Profite machen, aber man sollte nicht denken, dass das irgendwie jetzt langfristig einen Wert haben könnte. Nochmal hier für die Riddlers, Frodo in Gematria, also jüdischer und englischer Gematria, hat den gleichen Wert wie XRP. Was sehen wir hier noch? Frink, referring zu der Simpsons-Folge mit dem Frink-Coin. Dann einmal eine Grafik, wie viel Geld überhaupt gerade generell auf dem Markt ist und wie viel Geld XRP abdecken müsste, um das ganze Geld entsprechend zu baggen. Und da sehen wir hier diese kleine Blase des Bitcoin und das ganze Geld, all the US Money. XRP müsste auf mindestens $1000 gehen, um das alles abhandeln zu können. Und das ist erst der Anfang. Als nächstes sehen wir hier den Tweet von Jack the Rippler mit dem Goldstandard. Hier, I wonder why the US dollar is golden. Hier das Emoji. Und dann sehen wir hier unten noch, im März 1821 wurde der Goldstandard eingeführt. Im März 1921 wurde der Goldstandard eingeführt. Und da bin ich mal gespannt, was im März 2021 passieren wird. Vielleicht wieder der Goldstandard ein Jahrhundert später. Dann der nächste Tweet von Jester Loke. Leute machen sich heute darüber lustig, dass XRP nicht den aktuellen Platz von Bitcoin einnehmen könnte. Aber was wir aktuell alles sehen, ist einfach nur ein Testen, ein Stresstest so. Und die Leute werden erstaunt sein, wenn XRP so hoch geht und den Platz 1 der Kryptos einnimmt. Der nächste Tweet von ihm noch, hier, erinnert euch immer dran, Leute, es geht um den kompletten Financial Reset von den ganzen finanziellen Instituten überall auf der Welt. Und da reden wir dann nicht mehr von 1000 pro Coin, wie in der Grafik von vorhin, sondern easy 10.000 bis 35.000 pro Coin. Wenn wir dann weitergehen, sehen wir von XRP Kingdom. Es geht hier um die finanzielle Klarheit dahinter, dass XRP einfach alle Türen und Tore geöffnet werden, dass die überall mit jedem partnern können und dass XRP dann am Ende als Bridge Currency dient. Dann noch ein weiterer Tweet von Elon Musk. Wir hatten ja gestern Chinese New Year. Das ist das Jahr des Ochsen. Hier hat Elon Musk entsprechend auch ein kleines Bild gepostet. Noch mit einem kleinen versteckten Joke, weil das ja seine Initialien von den Tesla-Autos jeweils sind. Und der letzte Tweet hier, Ripple Riddler. Das ist ja das Bild vom Ripple Riddler. Und hier BBC World Service hat dann das Bild gepostet mit dem, einfach nur so ein bisschen aus Fun.